In diesem Video zeige ich die schönsten und berühmtesten Klöster in der Umgebung von Barcelona. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von daheim und unterwegs. Am Fuße des Berges Montserrat, etwa 60 Kilometer westlich von Barcelona, liegt der Bahnhof Monistrol Vila, mit dem man mit der Cremalera de Montserrat, der Zahnradbahn, auf den Berg hinauffahren kann. Sie führt bis genau zum Kloster Montserrat. Eröffnet wurde die Bahn im Jahr 1892. Sie war Mitte des 20. Jahrhunderts allerdings für viele Jahre nach einem Unfall stillgelegt und wurde erst 2003 wieder eröffnet. Die Abteile haben große Panoramafenster und so ist allein schon die Auffahrt ein Erlebnis. Die letzten Meter von der Bergstation kann man entweder zu Fuß gehen oder mit einer Standseilbahn fahren. Man kommt dann auf 721 Metern bei der Benediktinerabtei Santa Maria de Montserrat an. Heute leben hier noch weniger als 100 Mönche. Im Kloster verehren zahlreiche Wallfahrer die aus dem 12. Jahrhundert stammende Mariendarstellung Unsere liebe Frau von Montserrat. Der Volksmund nennt diese Figur die Braune, da sie farbig gestaltet ist. Das Kloster Montserrat ist ein bedeutendes Zentrum der katalanischen Kultur und ist deswegen auch über die katholische Kirche hinaus von großer symbolischer Bedeutung. Die Truppen Napoleons zerstörten das Kloster 1811. Es wurde anschließend weitgehend erneuert. Die heutige Klosterkirche wurde Ende des 19. Jahrhunderts von Papst Leo XIII. Zur päpstlichen Basilika Minor erhoben. Jeden Tag um 13 Uhr singt ein Knabenchor ein Marienlied. Dieser Knabenchor wurde erstmals im 14. Jahrhundert erwähnt und zählt damit zu den ältesten in Europa. Die Klosteranlage steht auf einer engen Terrasse auf etwa 700 Metern Höhe. Neben der religiösen Bedeutung gilt das Kloster auch als ein Hort des katalanischen Nationalismus und der katalanischen Kultur. Aufgrund der kirchlichen Sonderrechte, die auch während der Franco-Diktatur galten, wurden hier im Kloster die Messen weiterhin in der verbotenen katalanischen Sprache gefeiert. Oberhalb des Klosters kann mit der Funicular de San Juan auf eine Aussichtsplattform gefahren werden. Die nächste Klosteranlage, die wir betrachten, ist Santes Creus, das königliche Kloster der heiligen Maria von den Heiligen Kreuzen. Es ist eine ausgedehnte zisterziensische Klosteranlage aus dem 12. Jahrhundert. Sie wurde in der Nähe einer Gruppe von Kreuzen gegründet, die zur Erinnerung an eine Lichterscheinung errichtet wurden. Sie zählt zu den angenehmsten der Zisterzienserklöster. Der spanische Königshof interessierte sich schnell für das aufblühende Kloster, ließ ihm finanzielle Unterstützung zukommen und gewährte ihm Privilegien. Später wurde das Kloster direkt dem Papst unterstellt. Aber auch dies verhinderte nicht, dass es im 17. Jahrhundert zum Niedergang der Abtei kam. 1835 wurde schließlich das Kloster von allen Mönchen verlassen. Erst im Jahre 1921 wurde die vom Verfall bedrohte Anlage in die Liste der nationalen Monumente aufgenommen und damit unter Denkmalschutz gestellt. Die Hauptattraktion des Klosters ist sein gotischer Kreuzgang. Hier stechen besonders die fantasievoll gestalteten Kapitelle hervor. Auf ihnen sind eine Vielzahl von Pflanzen, Tieren, Menschen und Tiermenschen dargestellt. Ein tieferer theologischer Sinn ist in der Darstellung nicht vorhanden. Einige Themen sind der Garten Eden oder die Erschaffung des Menschen.
Daneben werden verschiedene Handwerksformen gezeigt, jahreszeitliche Arbeiten, Narrenspiele und dämonische Tiergestalten. Eine weitere katalanische Zisterzienserabtei ist die von Poblet. Sie wurde 1991 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Das Kloster wurde im 12. Jahrhundert gegründet. Das damalige Königspaar von Aragonien erwählte es zu seinem Pantheon und es entwickelte sich zu einem der herausragenden Kulturzentren der damaligen Zeit. Dies galt besonders für die Bibliothek, die eine herausragende Bedeutung erlangte. Poblet ist das größte und prächtigste Königskloster Spaniens und gleichzeitig das am besten erhaltene Zisterzienserkloster des Abendlandes. Bis zum Ende des katalanisch-aragonischen Königreiches blieb es königliche Grabstätte. Die große siebenjochige Abteikirche wurde im 12. Jahrhundert errichtet. Sie ist 85 Meter lang und rund 30 Meter hoch. Im Gegensatz zu Santes Creus hielt sich hier der gestalterische Überschwang lange Zeit in den Grenzen der zisterziensischen Tradition. Für das figurativ Erzählende oder gar das Fantastische und Humorige gibt es hier keinen Platz. Die berühmten königlichen Grabmäler in der Vierung der Abteikirche sind ab 1340 geschaffen worden. Leider sind sie nicht mehr im Original erhalten, denn sie wurden stark zerstört und aus den vorhandenen Trümmern neu errichtet. Die Südgalerie direkt an der Kirche ist die älteste. Die anderen drei nahmen bereits klare gotische Züge an, obwohl sie nur kurz hinter der südlichen entstanden. Das Brunnenhaus zeigt zwar noch das romanische Schema, man kann aber auch schon frühgotische Formen erkennen, zum Beispiel die Zusammenfassung zu Zweiergruppen unter einem Überfangbogen. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Spanien interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.